Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Hier werdet ihr zum Kaiju-Kundigen. Heute gibt es eine Kaiju-Kunde zur Geschichte von Mothra. Neben Godzilla gibt es noch viele weitere Kaiju, die aus dem Genre nicht mehr wegzudenken sind und jedem Fan eine Freude bereiten. Zu den populärsten Kaiju zählen nicht nur Godzilla selbst, sondern auch der goldene Drache King Ghidorah, Mechagodzilla, Rodan und auch ein riesiger Schmetterling namens Mothra. Durch die Popularität des Monsterverse von Legendary konnten einige klassische Toho-Kreationen der Mehrheit von Filmfreunden nähergebracht werden oder auch erstmals erschlossen werden. Mothra ist ein einzigartiges Kaiju und mit 11 Filmen, darunter die Originalversion von 1961 und der Trilogie aus den 90er Jahren, ist sie das zweithäufigste Kaiju, welches in Filmen auftritt. Heute wollen wir uns Zeit nehmen für die Entstehung Mothras von 1961 bis zur Gegenwart. Lehnt euch zurück und genießt das Video. Alles begann 1960 bei der Toho. Das Genre florierte am Ende der 50er Jahre. Seit dem ersten Godzilla-Film von 1954 spielten die Kaiju- und Tokusatsu-Produktionen dem Studio jede Menge Geld ein. Gleichzeitig war das Publikum von deren Machart und Kreativität begeistert. Alle Filme waren bis dahin nicht nur stark an Science-Fiction orientiert, sondern auch wissenschaftlich und politisch geprägt. Die Macher wollten daher einen kleinen Tapetenwechsel für das derzeitige Projekt. Doch diesmal kam die Idee nicht von einem der kreativen Köpfe des altbewährten Teams, sondern vom Toho-Chef Iwao Mori persönlich. Laut Produzent Tanaka fertigte Mori den ersten Entwurf zu Mothra ein halbes Jahr vor Produktionsbeginn an. Seine Intention war, einen Kaiju-Film zu machen, der auch Frauen anspricht. Seine Vorstellung hat sich für die Zukunft bestätigt. In Japan wollen heutzutage genauso viele Frauen den neuesten Kaiju-Streifen sehen wie Männer. Dann kam Produzent Tanaka ins Spiel. Er kannte sich gut mit damaligen Schriftstellern aus und konnte auch einige für das neue Projekt gewinnen. Durch die Zusammenarbeit der Schriftsteller Shinichiro Nakamura, Takehiro Fukunaga und Yoshii Hotta wurde der Roman The Glowing Fairies and Mothra geschaffen. Jeder von den dreien arbeitete separat an einem Teil der Geschichte. Der Roman wurde ab Januar 1961 in der Wochenzeitschrift Weekly Asahi veröffentlicht und wurde die Grundlage für den Film. Die amerikanische Filmgesellschaft Columbia stieg bei der Produktion mit ein. Somit stand ein größeres Budget dem Team zur Verfügung. Auch die Toho investierte enorm viel Geld in den Film. Etwa $560.000 kostete die Produktion von Mothra. Doch hier zahlt sich jeder Cent aus. Um sicherzugehen, dass ihr Geld gut angelegt war, verpflichtete die Toho ihren Erfolgsregisseur Ishiro Honda für das Projekt. Honda erinnert sich: „Wir wollten etwas Neues machen. Etwas für die ganze Familie. So wie einen typischen Disney- und Hollywood-Film." Produzent Tomoyuki Tanaka meinte einmal: „Mothra ist eine andere Art von Film, der dazu diente, die Nische zu füllen, die für all die weiblichen Fans offen stand." Nun tritt Autor Shinichi Sekizawa auf. Er nahm aus dem Roman die Rosinenstücke heraus, die ihm gefielen, und fügte eigene Ideen hinzu. Die Versionen haben deutliche Unterschiede. Zum Beispiel sollte Mothra, nachdem sie von den Feen gerufen wurde, von einem Satelliten aus gesichtet werden. Für die Strecke von Infant Island bis nach Tokio braucht sie so lange, dass sie während der Reise gewachsen ist und somit von den Satelliten geortet werden konnte. Sekizawa speckte die politischen Aspekte deutlich ab. In dem Roman traten auch 4 Feen auf, die auch doppelt so groß waren, als im Film zu sehen sind. Sekizawa ließ die beiden Feen schrumpfen und schließlich waren nur noch 2 dabei. In dem Roman gibt es auch eine Liebesgeschichte zwischen einer der Feen und einem männlichen Protagonisten. Das Ende von Mothra wurde ursprünglich ganz anders geplant. Im fertigen Film sieht man, wie Nelson nach New York City flieht und dann von Polizisten erschossen wird. Zuerst aber sollte Nelson mit den Priesterinnen in ein Gebirge fliehen und sich dort mit den Helden und der Polizei mehrere Showdowns liefern. Es gelingt Dr. Chucho, die beiden Zwillinge zu retten, und Nelson wird letztendlich durch Mothras Flügelschlag in den Abgrund geworfen. Regisseur Honda wollte vor allem die Auswirkungen der modernen Zivilisation auf die Natur zeigen. Deutlich wird dies auf der Infantinsel. Durch die Atomversuche des Staates Rolisica ist ein Großteil der Insel zerstört und verseucht. Im Inneren ist jedoch ein Stück Dschungel halbwegs intakt geblieben. Wahrscheinlich sind durch die Strahlung auch die Vampirpflanzen entstanden. Rolisica ist ein Pseudonym der Großmächte Russland und Amerika. Das Finale findet in der ebenfalls fiktiven Großstadt New York City statt.
Diese Stadt ist ein Mix aus verschiedenen amerikanischen Großstädten, am markantesten ist wohl New York City zu sehen. Dadurch, dass an dem Werk auch 3 Autoren gleichzeitig arbeiteten, gab es natürlich verschiedene Sichtweisen. Für den Autor Yoshii Hotta war es wichtig, das Thema Diskriminierung mit einzubauen. Deutlich wird es, als die Inselbewohner gnadenlos von Nelson und seinen Leuten niedergeschossen werden. Ichiro Honda erinnert sich: Das Hauptthema war Abenteuer. Es spielt auf einer Südseeinsel, auf der eine riesige Kreatur als Gottheit verehrt wird. Außerdem gibt es einen Entertainer, Schönheiten und eine Stadt, die zerstört wird. Das ist die japanische Version von King Kong. Aber ich wollte, dass unser Film nicht wie King Kong, der in einer Tragödie endet, ein Happy End hat. Ein Teil des Geschehens wurde im gleichen Komplex gedreht, der auch schon für Krieg im Weltenraum verwendet wurde. Was zu Mothra immer dazugehört, sind ihre 2 kleinen Priesterinnen. Es gibt aber auch einige Filme, wo Mothra solo auftritt. Im Japanischen werden die Priesterinnen auch Shōbijin genannt, was kleine Schönheiten bedeutet. In diesem Film haben sie ihren ersten Auftritt. Verkörpert wurden sie hierdurch die beiden Zwillingsschwestern Yumi und Emi Ito. Das Duo war bereits mit Popsongs unter dem Namen The Peanuts bekannt. Honda mochte die Arbeit mit den beiden Ito-Schwestern. Zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten waren sie 20 Jahre alt und waren stets professionell und nicht abgehoben. Hiroshi Koizumi, der Schauspieler, der den Dr. Chuchu verkörpert, erinnert sich: Wenn ich mit den Zwillingen interagieren musste, gab es 2 Puppen, auf denen ich meine Augen richtete, damit es so aussieht, als würde ich mit ihnen sprechen. Das, was die Zwillinge sagten, wurde auf ein Tonband aufgenommen und abgespult. So konnte ich so tun, als ob ich mit ihnen reden würde. Die beiden Shōbijin agieren nie, als wären sie in einer Opferrolle. Sie gehen selbstbewusst mit den Helden um und bauen Vertrauen auf. Die beiden wissen nämlich, dass ihre Gottheit Mothra kommt, um sie zu retten. Im deutschsprachigen Raum ist der Auftritt der Peanuts in der Katharina Valente Show am bekanntesten. Dort singen sie Souvenirs aus Tokio auf Deutsch. Doch warum entschied man sich bei diesem Film für eine Motte? Autor Nakamura wollte ein Kaiju zeigen, das eine Metamorphose durchlebt. Aus diesem Grund entstand der legendäre Schmetterling, den wir heute bewundern können. Mothra ist aber anders als alle bis dahin gezeigten Rieseninsekten. In amerikanischen Filmen sind sie furchteinflößend und brutal. Mothra hingegen strahlt Respekt und Eleganz aus. Sie agiert nicht aggressiv, sondern richtet durch ihre gigantische Größe Schaden an. Dadurch, dass sie ihre Priesterinnen retten muss, kommt es auch erst zu Zerstörungen und Todesfälle. Die Habgier des Menschen hat diese Katastrophe heraufprovoziert. Produzent Tanaka war auch derjenige, der den Namen für das neue Kaiju erfand. Es setzt sich aus dem japanischen Wort Mosu, was Motte bedeutet, zusammen und endet mit Ra. Die Endung Ra wird für die meisten Kaiju benutzt wie Gojira, Kingu Ghidorah, Gamera und ist bis heute eine Genre-Tradition. Tohos Stammkomponist Akira Ifukube lehnte es ab, für diesen Film die Musik zu schreiben. Er war sich nicht sicher, ob er mit seiner Musik die beiden Ito-Schwestern, die bekannt waren als das Popsängerin-Duo The Peanuts, musikalisch glaubwürdig zu begleiten. Schließlich konnte man den Komponisten Yuji Koseki gewinnen. Koseki, der auch ein paar Jahre älter war als Ifukube, war bereits zuvor für seine Filmmusik und Popsongs bekannt. Für diesen Film hat er einen herrlich leichten Soundtrack geschaffen. Seine Themen begleiten den Zuschauer wunderbar durch den Film. Zum ersten Mal ist hier auch der zum Kult gewordene Mothra-Song zu hören. Der legendäre Mothra-Song wurde zuerst auf Japanisch geschrieben. Für den Text waren Tanaka, Honda und Sekizawa verantwortlich. Man ging zu einer Tokioter Universität und ließ es einem Studenten auf Indonesisch übersetzen. Diese Übersetzung hört man im Film, so wie in vielen anderen. Näheres dazu später im Video. Es gibt ein Lied im Film zu hören, welches nicht von Koseki komponiert wurde. Der Titel dieses Liedes heißt Daughters of Infant Island. Für dieses Stück ist ein gewisser Susumu Ikee verantwortlich. Ikee ist ein Pseudonym des Regieassistenten Koji Kachita. Kachita ist für eine ganze Bandbreite an Kaiju-Produktionen von Honda sein zweiter Mann gewesen. Was diesen Film von anderen wirklich abhebt, sind die wahnsinnig guten Miniaturen und Effektszenen. Sicher waren die Effekte bereits in Rodan und Krieg im Weltenraum beeindruckend, aber Mothra setzt noch einen drauf. Tsuburaya ist hier in absoluter Bestform. Die Kulisse des Staudamms war 4 Meter hoch.
Damit die Berge drumherum nicht durch das Wasser weggespült wurden, hatte Yasuyuki Inoue sie gegen den Willen Tsuburayas aus Beton gebaut. Seinen ersten Auftritt in seiner langen Kaiju-Karriere hatte in diesem Film der Tokyo Tower. Das Wahrzeichen der Stadt wurde 1958 fertiggestellt. Daher wollte Autor Sekizawa den Tower für Motras Metamorphose. Produzent Tanaka setzte sich persönlich dafür ein, dass Motra ihren Kokon an diesem Gebäude spinnt. Die ursprüngliche Idee war nämlich, dass sie ihren Kokon am Diet Building, dem Parlamentsgebäude Japans, baut. Diese Idee nahm er 1992 für Godzilla vs. Mothra erneut auf und man ließ dort die Raupe verpuppen. Der Tokyo Tower wurde von der Firma Toida gebaut. Diese bauten bereits die Brücke aus Rodan. Doch für das Modell des Towers wurden die Blaupausen von behördlicher Seite nicht herausgegeben. Das Team musste erneut, wie bei der Einkaufspassage aus Rodan, sich alles selbst erarbeiten und messen, um daraus ein Modell zu fertigen. Um die seidenen Feen von Mothra zu animieren, benutzte man flüssiges Styropor. Der Schrei von Mothra ist der Schrei von Anguirus. Anguirus ist ein beliebtes Kaiju und hatte seinen ersten Auftritt in Godzilla kehrt zurück von 1955. Der Schrei wurde für Mothra einfach nur schneller abgespult. Für den Film gab es mehrere Modelle des Schmetterlings. Das kleinste wurde verwendet, als Mothra die Skyline von New Kirk City erreicht. Das mittelgroße Modell sieht man unter anderem, als Mothra schlüpft. Die Flügel waren so flexibel gebaut, dass man sie auseinanderziehen konnte. Das größte Modell ist dann zu sehen, wenn durch Mothras Flügelschlag Wind entsteht und dadurch Zerstörungen verursacht werden. Es hatte eine Spannweite von unglaublichen 2,5 Metern. Um die Flügel elegant wirken zu lassen, wurden die Drähte in der Mitte des jeweiligen Flügels befestigt. Das Kostüm der Larve war mit 7 Meter Länge das größte, das die Toho jemals gebaut hat. Natürlich war Haruo Nakajima in dem Kostüm am Werk. Er und 6 weitere Personen. Nakajima erinnert sich in einem Interview von 2002: 重かったよ。頭、モスラの頭こんなでかいやつ。で、俺が一人前へ行って。で、後ろにてっちゃんがいて。またうちの Mothra wird als weibliches Kaiju angesehen. Der Schmetterling wird auch in allen Filmen, bis auf einige Synchrofehler, als sie bezeichnet. Mothra ist das einzige Kaiju neben Godzilla, welches mit bloßem Namen im Titel zu sehen ist. 1956 erschien Sora no Daikaiju Radon in den Kinos und 1958 Daikaiju Baran. Nur Godzilla und Mothra haben ihre individuellen Namen im Titel. Für den Film gibt es einen hervorragenden Cast, der sich aus neuen und altbewährten Schauspielern zusammensetzt. Frankie Sakai spielt den Journalisten Fukuda. Er wird im Deutschen Bulldogge genannt. In der japanischen Originalfassung wird er als schnappende Schildkröte bezeichnet. Sakai ist das Gegenstück zu den finsteren und gnadenlosen Nelson. Er verkörpert seine Figur mit viel Frohsinn und Abenteuerlust. Kyoko Kagawa spielt die Reporterin Michi Hanamura. Sie ist die Kollegin an Fukudas Seite. Kagawa ist die erste Frau im Genre, die eine Reporterin bzw. Fotografin verkörpert. Später werden ihr noch einige Schauspielerinnen folgen. Auch sie ist sich für nichts zu schade und beweist den gleichen Mut und Einsatz wie ihre männlichen Mitstreiter. Hiroshi Koizumi sehen wir als Dr. Chucho. Ich mag es, wenn Koizumi Wissenschaftler darstellt. Er ist einer der wenigen, der diese wirklich gut rüberbringt. Cool ist auch sein Bart, den man am Anfang sieht. Dieser wurde ihm aber mit Make-up aufgetragen. Als Zuschauer nimmt man ihm die Rolle des gelehrten Linguisten sofort ab. Auch er stellt sich dem unberechenbaren Nelson bewusst entgegen. Der Charakter des Dr. Chucho tritt 42 Jahre später, im Jahr 2003, in Masaaki Tezukas Werk Godzilla, Mothra, Mechagodzilla, Tokyo SOS erneut auf. Yumi und Emi Ito treten hier als die Chubijin auf. Man kennt sie überwiegend als Mothras Feen. Die beiden Zwillingsschwestern sind in diesem Film beide Opfer einer Entführung. Die 2 magischen Geschöpfe sollen für die zahlende Kundschaft ausgestellt werden. Die Namen der Schwestern heißen übersetzt Sonne und Mond. Jerry Ito spielt den skrupellosen Geschäftsmann Clark Nelson. Nelson ist rolleskanischer Staatsbürger und führt die Wissenschaftler und Begleitpersonen zu Beginn sofort an der Nase herum. Er ist es, der die Katastrophe über Japan und den Bewohnern von Rolisika zu verantworten hat. Ito war wohl im realen Leben ein echt cooler und lockerer Typ. Ganz das Gegenteil zu der Rolle, die er verkörpern muss. Jerry Ito hatte auch einen Onkel, der ebenfalls im Kaiju Eiger zu sehen ist. Und zwar Korea Senda.
Ihn sieht man zum Beispiel in Varan und Krieg im Weltenraum. Takashi Shimura spielt hier mal keinen Wissenschaftler, sondern den Redaktionschef des Journalisten Fukuda. Die Rolle ist ungewöhnlich für Shimura im Kaiju-Eiga-Genre, wo er ja meistens den gelehrten und verantwortungsvollen Wissenschaftler spielt. Hier spielt er aber den verantwortungsvollen Redaktionschef. Die Rolle passt wie die Faust aufs Auge zu Shimura. Gerade die deutsche Synchronstimme von Hans Teuscher lässt den Charakter oft ein bisschen verspielt stänkerisch wirken. Er verkörpert den anständigen und aufklärungsvollen Chefredakteur mit Bravour. Der Film hatte am 30. Juli 1961 unter Mosura seine japanische Uraufführung. In den USA erschien er unter Mosra am 30. Mai 1962. Anfang der 60er war wohl auch eine deutsche Veröffentlichung geplant. Im evangelischen Filmbeobachter wurde der Film bereits besprochen. Die Veröffentlichung wurde aus unbekannten Gründen abgelehnt. Der Film feierte nach 32 Jahren im Jahre 1994 seine Deutschlandpremiere. Leider wurde er nicht im Kino veröffentlicht, sondern am 10. Februar 1994 auf Kabel 1. Die Synchro des Films ist wunderbar gelungen und es konnten populäre Sprecher dafür gewonnen werden. Durch den Erfolg von Mothra wurden die Toho Studios animiert, im Folgejahr wieder einen Godzilla-Film herauszubringen. Das Kaiju Mothra hatte sich an den Kinokassen sehr gut verkauft, also gab es für den König der Monster neue Ideen. Mothra wird stets als das gute Gegenstück zu Godzilla gesehen. In allen klassischen Toho-Filmen sind die beiden Gegner. Mothra taucht dann in dem Film auf, wenn der König der Monster nicht der Held ist. Als in den späten 60ern und dann in den 70ern Godzilla der Held von allen wurde, blieb Mothra in der Versenkung. Ihre Rolle hat sich drastisch geändert, als Godzilla 2 King of the Monsters 2019 herauskam. Jahrzehntelang waren Godzilla und Mothra Kontrahenten. Hier geht ihr beider Leben in Symbiose über. In einer Szene kommuniziert Mothra sogar mit Godzilla, als dieser schwer verletzt auf dem Meeresboden liegt. Mosura hat enorm viele Schauwerte und liefert dem Zuschauer auch religiöse und spirituelle Eindrücke. Der Schmetterling wurde schnell ein Publikumsliebling. Es folgten noch viele weitere Filme mit ihr, auf denen wir einen kurzen Blick setzen wollen. Nach dem äußerst erfolgreichen Duell von Godzilla und King Kong gab es für die nächste Produktion ein ähnliches Szenario. Nun kämpfte der übermächtige Godzilla gegen die mysteriöse Mothra. Dieser Film ist der letzte Beitrag, in dem der König der Monster nochmal schön böse sein konnte. Das gute Gegenstück ist nun Mothra. Beide verkörpern Yin und Yang. Godzilla, der alles Leben und Materielle vernichtet, Mothra, die das Leben von allen schützt. Zum ersten Mal komponierte Akira Ifukube für Mothra die Musik. Er nahm sich den Mothra-Song von Yuji Koseki an und änderte ihn nur minimal. Er komponierte auch neue Stücke wie Sacred Springs und Mahala Mosra. Seine ursprüngliche Angst, er könne nicht die richtige Musik für die Zwillinge komponieren, war nachträglich unberechtigt. Das Thema für Godzilla ist ähnlich wie aus Die Rückkehr des King Kong. Ifukube hat es mehr ausgebaut und es wird später Teil des legendären Godzilla-Themas werden. Hier tritt zum ersten Mal einer von Godzillas mächtigsten Gegnern auf, König Ghidorah. Der goldene dreiköpfige Drache ist ein tolles und klassisches Kaiju, welches dem Mothra die meisten Auftritte in den Kaiju-Filmen hat. In diesem Film tritt Mothra nur als Larve auf. Da im Vorgängerfilm Godzilla und die Urweltraupen die erwachsene Mothra starb und auch in der Zwischenzeit eine Raupe gestorben ist, gibt es hier nur eine zu sehen. In diesem Film tritt der Wandel von Godzillas Metapher der atomaren Gefahr zum Anti-Helden erstmals schleichend ein. Zwar zerstört Godzilla noch immer Städte und nur Mothras gutes Zureden kann ihn motivieren, zusammen mit ihr und Rodan den übermächtigen König Ghidorah zu besiegen. Aber der insgesamt leichtere Ton des Films deutet einen Wandel für den König der Monster an. Der Kampf zwischen Godzilla, Rodan, Mothra und King Ghidorah wird 2019 eindrucksvoll rebootet. Zum letzten Mal wurden die beiden Priesterinnen von den Ito-Schwestern verkörpert. Mothra tritt in diesem Erstlingswerk von Jun Fukuda nur am Ende des Films aktiv auf. Die Geschichte handelt von Schiffbrüchigen, die auf einer Insel landen, wo die kommunistische Organisation Roter Bambus ihr Lager hat. Die Schurken entführen immer mal Eingeborene der nahegelegenen Mothra-Insel.
Mithilfe Godzillas kann der rote Bambus und der Riesenkrebs Ebirah vernichtet werden. Bevor die Organisation die Insel durch eine Atombombe zerstört, kommt Mothra herbei und rettet die Menschen. Godzilla flüchtet rechtzeitig ins Meer. Die Priesterinnen werden in diesem Film von Yuko und Yoko Okada verkörpert. Zum letzten Mal in der Showa-Ära treten die beiden Zwillinge auf. Für die Musik ist Masaru Sato verantwortlich. Er hat unter anderem die Musik für Godzilla kehrt zurück komponiert und hat hier eigene Interpretationen für Mothra arrangiert. Mothra ist hier erneut nur als Raupe zu sehen und spielt eine untergeordnete Rolle in diesem Film. Sie ist nämlich eines von 9 Kaijus, die in dieser 20. Kaiju-Eiger-Produktion der Toho ihr Unwesen treiben. Mothra lebt zusammen mit den anderen Kaiju auf der Ogasawara-Insel, bis sie eines Tages von den Kilaak-Aliens unter ihrer Kontrolle gebracht werden und die Metropolen der Welt zerstören. Mothra tobt sich in Tokio aus. Die Menschen schaffen es mit dem Astronauten Katsuo, die Kaiju wieder unter ihre Kontrolle zu bringen. Geschlossen kämpfen sie gegen König Ghidorah und vernichten die Kilaaks. Sie führen danach auf ihrer Insel ein fröhliches Dasein. Dieser Film ist Mothras letzter Auftritt in der Showa-Ära. (1984) begann mit Godzilla die Rückkehr des Monsters, die Heisei-Ära der Riesenechse. Für die Toho war es aus Marketinggründen wichtig, berühmte Kontrahenten wieder zum Leben zu erwecken. Man entschied sich im Vorjahr für King Ghidorah und für den neuesten Teil der Serie wollte man Mothra wieder dabei haben. Der Film lehnt sich stark an Godzilla und die Urweltraupen von 1964 an. Hier aber werden die beiden Feen als Kosmos bezeichnet. Diese sind Erdgeister und wachen über unseren Planeten, wobei sie Mothra unterstützen. Doch Wissenschaftler haben bereits vor Tausenden von Jahren an der sogenannten schwarzen Mothra gearbeitet und Batra erfunden. Auch hier wird das Ei Mothras und die Kosmos von Kapitalisten entführt. Mothra muss sich gegen Godzilla und Batra verteidigen und in Yokohama kommt es dann zum Showdown. Frankie Sakai, der den Journalisten Fukuda aus Mothra bedroht die Welt von 1961 spielte, sollte hier einen kleinen Cameo-Auftritt haben. Leider musste er wegen Terminen absagen. Die Kosmos werden diesmal nicht von realen Zwillingen gespielt, sondern von den Schauspielerinnen Sayako Ozawa und Keiko Imamura. Akira Ifukube komponierte für den Film die Musik. Man kann diesen Soundtrack als eines der absoluten Meisterwerke Ifukubes sehen. Es sind nicht nur das Godzilla-Thema und der Mesa-Marsch zu hören, sondern auch neue Interpretationen des Mothra-Songs Sacred Springs sowie noch andere. Selten hat ein Soundtrack so viel Kraft als auch so viel zauberhaften Charme versprüht. Zu Recht erhielt Akira Ifukube eine Nominierung für die beste Filmmusik. Mothra tritt in diesem Film nicht wirklich auf. Sie schickt einer ihrer kleinen Mothra-Feen los, damit die Kosmos Mickey davor warnen, welche Gefahr sich aus dem Weltall nähert. Im Laufe des Films spricht die Fee immer wieder mit Mickey. Ob Mickey das ihren telepathischen Fähigkeiten zu verdanken hat, dass sie Mothra versteht, oder ob auch andere Menschen sie verstehen würden, ist nicht bekannt. (1995) starb Tohos Hausmarke Godzilla im letzten Teil der Heisei-Ära Godzilla gegen Destroyer. Er musste sterben, denn eine amerikanische Produktion wurde in Auftrag gegeben. Weltweit protestierten die Fans, man könne den König nicht einfach sterben lassen. Toho wollte jedoch den Kaiju-Markt nicht ohne eigene Filme lassen. Denn es meldete sich ebenfalls die Riesenschildkröte Gamera eindrucksvoll zurück. Mit 4,2 Millionen verkauften Tickets drehte die Toho 1992 mit Godzilla Kampf der Saurier-Mutanten den erfolgreichsten Film der Serie seit Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Somit erhielt der Schmetterling Mothra ihre eigene Trilogie. Die Filme richten sich ausschließlich an Kinder. Sie bauen aufeinander auf, denn Mothra erlebt hier äußerst kreative Verwandlungen. Die Priesterinnen werden hier Elias genannt und heißen Moll und Laura. Die deutsche Synchro war bei der Trilogie sehr mutig. Sie hat alle gesungenen Lieder, und davon gibt es einige, komplett auf Deutsch synchronisiert. Bis heute einmalig und verdient ein Lob. Moskau fliegt über Meere so rein, über Wüsten so heiß. Kurz vor der Produktion von Mothra 2, das versunkene Königreich, starb ein Schöpfer Godzillas, Mothras und vielen, vielen anderen Wesen. Tomoyuki Tanaka schloss am 2. April 1997 nach schwerer Krankheit für immer die Augen.
Im letzten Teil der Mottentrilogie wird ihm posthum geehrt. Er befindet sich als Bild an der Wand der Familie Sonoda. Ab dem Zeitpunkt war nur noch Komponist Akira Ifukube am Leben, der bereits 1954 beim ersten Godzilla mitwirkte. Er galt zusammen mit Effektmeister Tsuburaya, Regisseur Honda und Produzent Tanaka als einer der Väter Godzillas. Er starb 2006 an Organversagen. Mothra tritt hier als eines der heiligen Schutztiere Japans auf. Ursprünglich hatte Regisseur Shusuke Kaneko Varan, Anguillas und Baragon dafür vorgesehen. Er musste erneut aus marketingstrategischen Gründen Varan und Anguillas entfernen und dafür Mothra und Ghidorah einsetzen. In diesem Meisterwerk haben die Feen keinen Auftritt. Mothra kämpft als Schutztier gegen den Kriegsgott Godzilla. Ihre Fähigkeiten wurden für den Film stark reduziert. Sie hat keine Laserstrahlen mehr und auch ihr Flügelstaub wurde ihr genommen. Dieser Film ist der Nachfolger von Mothra bedroht die Welt. Hiroshi Koizumi ist hier erneut als Dr. Chuchu zu sehen. Er befindet sich in diesem Werk zwischen den Stühlen. Die Priesterinnen, diesmal gespielt von Chihiro Otsuka und Masami Nagasawa, suchen ihn auf und bitten ihn, die Knochen des ersten Godzilla, die in Kiryu eingebaut wurden, dem Meer zurückzugeben. Wenn dies nicht passiert, wird Mothra beim erneuten Auftauchen Godzillas nicht helfen oder schlimmer noch, sich wie 1961 gegen die Menschen richten. Chuchu weiß um die Kraft Mothras, ist sich aber auch bewusst, dass Godzilla in Kiryu einen ebenbürtigen Kontrahenten hat. Er setzt sich jedoch für das Anliegen der Chubijin ein, allerdings vergebens. Die Menschen halten an Kiryu verzweifelt fest, weil sie Angst haben, ihre stärkste Waffe im Kampf gegen Godzilla zu verlieren. Auch trauen sie Mothra nicht, da diese 1961 immensen Schaden angerichtet hat. Die Mothra, die man 1961 in Mothra bedroht die Welt sieht, ist die gleiche wie auch in Tokyo SOS. Dann kommt es in einer Nacht zum entscheidenden Kampf zwischen Godzilla, Mothra und Kiryu. Zum 50-jährigen Jubiläum Godzillas werden allerhand Kaiju wieder reaktiviert. Neben den populären wie Mothra und Ghidorah treten noch fast vergessene Charaktere wieder auf wie King Caesar und Anguillas. Mothra ist fast wie alle Kaiju in dem Film sehr kurz zu sehen. Sie liefert sich einen Kampf mit dem Cyborg Gigan und vernichtet ihn. Die beiden Priesterinnen überreichen den Menschen einen Gegenstand, welcher später Ozaki von der Kontrolle der X-Aliens befreit. Für das Monsterverse haben die Schöpfer die Beziehung zwischen Mothra und Godzilla um 180 Grad gedreht. Stets waren sie Gegner und Mothra musste auch öfter im Kampf gegen Godzilla ihr Leben lassen. Hier nun brauchen sie einander. Sie kämpfen gemeinsam gegen Titanus Ghidorah. Mothras Aussehen hat sich von der typischen Schmetterlingsform der Toho zu einer wahren Kriegsgöttin geändert. Ihr ganzer Körper ist stromlinienförmig und drückt Schnelligkeit und Kraft aus. Sie ist zwar ein Titan im Monsterverse, aber eine Göttin und Beschützerin der Erde im reinen Sinne ist sie hier nicht. Auch treten ihre Priesterinnen hier nicht auf, aber es gibt einen kleinen Tribut an die beiden Zwillinge. Im bisher neuesten Film des Monsterverse bekommt Mothra die Rolle der Vermittlerin zwischen Kong und Godzilla. Für Zuschauer, die den Film noch nicht gesehen haben, wollen wir auch nicht mehr verraten. Mit dem Schmetterling Mothra erschuf die Toho ein Kaiju, was sicherlich in vielen Fanherzen einen Platz hat. Die Geschichte rund um Mothra mit ihren Zwillingen, den Gesängen, ihr blaues Ei und vieles mehr ist sehr schön abgestimmt. Wieder mal ist es dem Team von Honda, Tsuburaya und Tanaka gelungen, einen Charakter zu erschaffen, der über viele Jahrzehnte bis heute immer ihren Platz gefunden hat. Und eines ist sicher, die Geschichte Mothras ist noch lange nicht auserzählt. Godzilla. それは光と影が生んだ永遠のヒーロー。
Es war Frankenstein.